Hallo, willkommen beim 1000 Bäcker Report Livestream. Heute mit dem Thema fallendes Gold-Silber-Ratio ist ein wichtiger Indikator für steigende Goldaktien. Disclaimer. Fallendes Gold-Silber-Ratio ist ein wichtiger Indikator für steigende Goldaktien. Das Gold-Silber-Ratio jetzt mit klarem Abwärtstrend nach Durchbrechen der Bärenflagge. Aktuell liegt das Ratio bei 76,35. Als nächstes sollten die 75 unterschritten werden, um tiefere Ziele im Bereich 60 anzusteuern und bei einer anhaltenden Stärke von Silber gegenüber Gold auch in den Bereich von 30 zu erreichen. Dass Goldaktien bei diesem Trend besonders profitieren, haben wir schon öfters beschrieben und wird ganz sicher auch dieses Mal so sein. Die Gold-Silber-Ratio war 2020 mit 126 35% über dem Niveau des Tops von 2009, also 90. Das könnte bedeuten, dass die Gold-Silber-Ratio das Tief von 2011 um 35% unterbieten könnte, also circa 20. Ja, was bedeutet das? Wir denken, diese Chartformation von 2009 bis 2011 ähneln absolut den jetzigen Chartformationen, nur dass es etwas länger auf der einen Seite dauert und dass die Magnitude, die Verzerrung wesentlich größer sind. Das heißt, dass die Anstiege der Gold- und Silberaktien kommen, auch viel, viel kräftiger werden als zwischen der Rallye zwischen 2009 und 2011. Das würde bedeuten, wenn man sich das nochmal genau anguckt, das Top zum Beispiel von 2020, also von der Corona-Krise, also als Silber sehr gering bewertet war, auf 126 gestiegen ist es im Grunde genommen, hat es einen größeren Weg in derselben Zeit zurückgelegt. Das heißt, die Magnitude war stärker. Das heißt deswegen auch dieser enorme Ausschlag der Goldaktien vom März 2020 bis August bzw. März 2021, also diese Strecke. Das war eine starke Goldaktienrallye. Jetzt ist es dann quasi zurückgeschnappt zum Punkt 2, wie es hier auch gesehen hat. Im Grunde genommen, wenn man sich die Chartformation anlegt, dann wird jetzt in derselben Zeit wie damals von Punkt 2 bis 2,5, den wir hatten, in derselben Zeit, also was ungefähr 6, 7 Monate sind, wird jetzt ein wesentlich größerer Weg vermutlich zurückgelegt. Das würde bedeuten, diese Goldaktienrallye ist absolut extrem und absolut stark. Und sie war schon sehr stark von damals hier von 2010 bis 2011. Was wir uns bewusst machen müssen, gerade beim Ausstehen, Sie sehen diese Verzerrung hier, diese Ratio, die ist im Grunde genommen auch genauso extrem wie diese Verzerrung nach oben in der Finanzkrise. Dadurch, dass alles analog und ich meine, spiegelverkehrt mehr dann ist, glauben wir insgesamt, dass diese extreme Verzerrung hier in der hier während der Corona-Krise in einer extremen Verzerrung nach unten endet. Das meinen wir damit. Hier stieg es auf, also damals stieg es, wie gesagt, hier auf 90 nur in der Finanzkrise. In der Corona-Krise diese Gold-Silber ist 126, der absolut günstigste Zeitpunkt für Gold- und Silberaktien zum Einkauf. Das sind die wenigen tollen Einkaufsgelegenheit. Jetzt haben wir nochmal Punkt 2 und jetzt, also nochmal zurückkehrend, also dieser Punkt ist 35% mehr gestiegen als dieser Punkt. So, also auf 126, damals 90. Das würde jetzt eben bedeuten, wenn es in die andere Richtung spiegelverkehrt nach unten verzerrt, dürfte diese Ratio nicht nur hier wie 2011 auf 30 fallen, sondern möglicherweise auf 20. Also eine Unze Gold, man muss eine Unze Gold hinlegen, um 20 Unzen Silber zu kommen. Aber vermutlich eben genauso hier wie 2011 schnappt das diese Ratio schnell wieder zurück. Es ist natürlich ganz klar, dass dieser Punkt hier der ideale Zeitpunkt gewesen ist, Goldaktien zu verkaufen. Aber ich frage Sie, wer kann das timen? Deswegen würde ich sagen, im Grunde genommen ist dieser Punkt
3 bis 5 insgesamt der ideale Zeitpunkt. Wir müssen also diese extreme Verzerrung, dieser Gold-Silber-Ratio jetzt nach unten in dem Fall, müssen wir nutzen, um die Goldaktienbestände zu verkaufen. Wir sind jetzt ungefähr hier. Das heißt, ab Punkt 3 wird es gefährlich für Goldaktien. Das ist vielleicht in 3, 4, 5 Monaten erreicht. Dann kann es ähnlich kommen, noch mal ein bisschen Rücksetzer geben und dann nochmal einen Anlauf nehmen, wo dann diese Gold-Ratio vielleicht sogar im extremen Fall auf 20 sein kann. Ich meine, Sie müssen sich vorstellen, 2011 stieg dann Silber mit einmal auf 50. Wie viel Geldmengen wurden seitdem gedrückt? Sehr gut wahrscheinlich, dass sogar Silber Richtung 100 steigt für einen kurzen Zeitraum. Das würde dann zu dieser Ratio von 20 führen, die dann aber zurückschnappt. Das heißt, insgesamt müsste man eigentlich zusehen, wenn wir, was wir natürlich versuchen zu beobachten, wenn dieser Punkt 3 erreicht ist, was die Gold-Silber-Ratio von ungefähr 60 oder so ungefähr darstellt, ist eigentlich der Beginn des Verkaufszeitpunkts von Goldaktien. Da kann es entweder nochmal diesen Rücksetzer geben oder wir marschieren dann schnell auf diesen ganz extremen Punkt zu. Jedenfalls dieser Punkt zwischen 3, also der Gold-Ratio 60 und möglicherweise 20, das ist dann hier unten, sind Verkaufspunkte. Genauso wie das hier Verkaufspunkte waren. Nun ist es aber so, dass denn die Euphorie zunimmt, alle Leute gerne in Goldaktien investieren und sie investieren natürlich genau in dieser Phase, wo man nicht investieren müsse. Wie gesagt, sie hätten idealer Punkt war jetzt eben im September, als ihr nochmal diesen Tiefspunkt habt. Davon sind wir schon etwas weg. Aber noch haben wir diesen Punkt 3 nicht erreicht. Ich vermute, in 3 bis 5 Monaten erreichen wir diesen Punkt. Dann wird es gefährlich für Goldaktien, wie sie abstoßen. Dann kann es, wie gesagt, nochmal eine extreme Situation geben, wie 2011, kann Silber nochmal ganz hoch laufen und dann ist es umso mehr ein Verkaufszeitpunkt. Also diese Gold-Silber-Ratio zu beobachten, ist ganz essentiell, wenn man Goldaktien richtig timen will. Und Sie sehen, wie schwierig das ist. Und natürlich haben diese Leute diese extremen Verzerrungen nicht auf dem Radar, aber das sind nun mal die günstigsten Einkaufspunkte und hier unten, das sind die günstigen Verkaufspunkte. Das muss man sich bewusst machen, damit man nicht in die Falle läuft, wenn allgemeine tolle Stimmung ist, dann sagen die Leute vielleicht bei Punkt 5, ach, Gold geht ja auf 10.000, das steigt ja alles weiter, das ist ein Hebel. Nein, ist es nicht, das haben die Leute hier auch gesagt, alle sind in einer euphorischen Situation, es ist ein Verkaufspunkt und viel anders wird es diesmal auch nicht sein. Also Goldaktien sind kein Langfristinvestment, wir warten auf den Kollaps der Ratio Richtung 60, 50, vielleicht erreicht es im nächsten Richtung 20, dann müssen Goldaktien verkauft werden weil die Rückschlagsgefahr ist dann enorm. Und wenn es dann zurückschlägt, das sehen Sie dann ja auch hier vom Punkt 5, kann das eben Jahre dauern, bis Goldaktien dann wieder interessant werden. In dem Fall war es ja von 2011 im Grunde genommen, waren sage und schreibe 10 Jahre, bevor wieder ein sehr attraktiver Einstiegspunkt. Klar, wir hatten 2016 auch nochmal hier dieses Top, da war es auch nochmal attraktiv, aber das war eben eine kleine Vorrallye. Wirklich attraktiv war es selbstverständlich hier im Jahr 2020. Okay, so viel dazu. Also darauf achten, wenn die Silber-Ratio stark sinkt, also Richtung 50 bis 60, ist Vorsicht angesagt. Kann, wie gesagt, dann noch 20 im Extremfall hochgehen, aber wer kann das mit Sicherheit sagen? Sehr schwer. Ja, hier Silber, Kupfer, Blei, Zink, Projektgenerator, Neufundland, 22 Millionen Marktkapitalisierung. Da kam heute eine Meldung rein, dass die eine gute Meldung hatten. Also die Bohrkampagne verfestigt den Fußabdruck in der Heimdallzone, einer 400 mal 200 mal 150 großen Mineralisierungszone. Durch die Erkundung vor Ort und die neue Interpretation alter Daten können wir auch eine völlig neue Zone 500 Meter nördlich entdecken, wo früher Bohrung keine mineralisierte Struktur identifizieren könnte. Das führte zu einem der höchstgradigsten Abschnitte, den wir bisher gesehen haben und zum höchstgradigsten Kupferwerten, die wir auch in diesem Projekt gesehen haben. Also da ist wirklich alles dabei, wie Sie hier auch sehen. Die schreiben, es ist das Unternehmen sieht sich in einer bemerkenswerten Position mit rasch fortschreitenden, hochgradigen polymetallischen Mineralsystemen, haben $4 Millionen an Bar, sehr starkes Team, bla bla.
Jedenfalls unten sehen Sie dann hier, sage ich mal, ein Bohrergebnis. Und Sie sehen hier, das sind diese 35 Zentimeter mit einer starken Mineralisierung, eben hier, wie Sie sehen, aus 1500 Gramm pro Tonne Silber, 8,33% Kupfer, 12,83% Blei und Zink, also eine ganz starke metallische Platte sozusagen. Das hat dann heute auch zum Anstieg des Kurses geführt und die hat noch in der Vergangenheit schon Hochgrade gegeben. Solche Aktien, solche Superlativen könnten dann eben auch Gewinner in den nächsten Monaten werden, also richtig stark ansteigen. Ne? Und das ist natürlich sehr interessant. Ja, hier nochmal ein paar weitere Informationen. Das ist, wie gesagt, hochgradiges Silber, Kupferblei, Zink in der Verbindung mit einer 12 Kilometer langen Bodenanomalie mit gehaltenem Boden von 657 Gramm pro Tonne Silber, Kupfer, auch Gesteinsproben mit 4.526 Gramm pro Tonne Silber, also absolute Extremwerte, auch Kupfer, wie die heutige Probe auch ergeben hat, 15%, 7,5% Blei, 9,6% Zink etc. 13.500 Hektar. Eric Spott ist übrigens auch investiert in dem Unternehmen. Tja, wer weiß, was gut ist. Und, ähm, und Sie sehen das eben auch hier wieder 2020 ein absolutes Tief erreicht sozusagen. Und dann diese erste Rallye, was ich Ihnen auch in der Gold-Silber-Ratio gezeigt habe, ist dann im Grunde genommen hier von 5 Cent auf 0,8 in die Spitze gestiegen. Also fast verzwanzigfacht, verfünfzehnfacht, wie man so will. Jetzt haben wir eben diesen weiteren Tiefpunkt erreicht. Jetzt gab es diese guten Meldungen, die schlagen jetzt mehr und mehr an, diese Meldung. Und das kann eben sein, also wenn es damals in das 15-fache gestiegen ist, und wir hatten ja auch in der Gold-Silber-Ratio gesagt, das wird alles noch viel extremer. Dann nehmen wir einfach mal die 0,2 mal 15, da kommen wir dann schon auf $2, $3. Ja, und wenn es dann noch extremer wird, ist vielleicht möglich. In jedem Fall sollte, denke ich mal, das alte Hoch erreicht werden. $1, 2, 3, 4, 5. Und wenn es eine ganz große Übertreibung ist, irgendwer zwischen 5 und 10. Das ist so die Hoffnung, natürlich ja, die Träume von Goldaktieninvestoren und in absoluten seltenen Phasen, wie ich eben auch gezeigt habe, damals zwischen 2010 und 2011, ist sowas dann auch möglich. Und da muss man das auch verkaufen. Ja, hier nochmal, wo die liegen. Das hier ist nochmal Neufundland. Also es ist wirklich interessant, was diese Insel hier zu bieten hat. Und das ist dann hier, dieses Sale Point Projekt ist dann hier sozusagen ganz im Norden von Neufundland. Und ja, sicheres Rechtsgebiet. Eric Sprott ist investiert. Die haben ordentlich was im Boden. Die könnten also wirklich einen Gold- und Silberbullenmarkt überproportional profitieren. Trotzdem natürlich ist es eine Aktie mit hohem Risiko, weiß nie genau, was es ist, kann auch übernommen werden, wie auch immer. Gut, das gibt einen kleinen Bewertung zur Schlacht, das ist ganz große Geld raus, aber ich denke mal, das ist ein interessantes Unternehmen, sollte man sich mal ansehen. Natürlich selbstverständlich keine Kaufempfehlung, wie immer. Ja, das bringt uns dazu, warum wir uns mit diesem Sektor beschäftigen. Das ist eben dieser Goldaktienbullenmarkt der 1970er Jahre. Da ist eben genau das passiert. Da stiegen diese Aktien von 5, 10, 20 Cent auf 10, 20, 30, $40. Teilweise haben sie sich vervierhundertfacht, also $1.000 konnte man teilweise, und das war gar nicht so selten, eine Viertelmillion machen. Also man kauft eben diese Aktien mit potenziellen großen Ressourcen, die natürlich die Fantasie der Anleger dann, wenn der Markt heiß läuft, beflügelt und hoffentlich diese Preise, diese Kurse jetzt so hochtreiben. Und das ist die Situation, wenn dann die Massen auch einsteigen, wenn absolut positive Euphorie ist, dann das abzustoßen. Und weil, wie ich ja an dieser Gold-Silber-Ratio erklärt hatte, das ist dann eine gefährliche Situation. Und wir haben im Prinzip jetzt das Rüstzeug, dass wir diesen Verkauf nicht verpassen. Natürlich dürften wir vielleicht von diesen Erfahrungen der vergangenen Jahre dürfen wir auch nicht zu früh verkaufen. Das ist schon, also Goldaktien kaufen ist definitiv einfacher als Goldaktien verkaufen. Das ist ganz klar, aber das gilt eigentlich für alle Assetklassen, weil wenn die Stimmung, die Euphorie gut ist, ja, und es gilt dann auch wieder Warren Buffett-Satz, der hat gesagt, sei vorsichtig, wenn alle gierig ist und sei gierig, wenn alle
äh, vorsichtig sind. Jetzt sind alle noch negativ zu Goldaktien, der steigt nie und so weiter und so weiter. Also seien Sie gierig. Und wenn es dann vermutlich in 4 bis 5 Monaten schon signifikant höher sind, die Gold- und Silbersachsen gewesen sind, und alle euphorisch sind und alle gierig werden, seien Sie vorsichtig. Ja, 1000-Wecker-Report. Wir versuchen eben diese Aktien zu identifizieren, nach moderaten, hohen und sehr hohen Risiko zu ordnen. Wir haben auch eine Exit-Strategie entwickelt. Wir versuchen den Potenzialfaktor dieser Aktien zu rechnen, soweit es möglich ist. Einen Portfoliovorschlag mit persönlicher Beratung biete ich Ihnen auch gerne an. Finden Sie alles verlinkt im YouTube-Video unten. Ja, Einlagen von Gold und Silber, Sachwert, Einkaufsgemeinschaft sind immer an Gold und Silber in jeder Situation kommen. Wenn es vielleicht ein bisschen schwierig mit den Händlern ist, kann man sich auch ausliefern lassen. Sicherlich mal einen Blick wert. Ja, bevor Sie überhaupt physisches Gold kaufen, gehen Sie auf gold.de, damit Sie nicht irgendwelchen unseriösen äh, Preisschneidereien da im Edelmetallsektor auflegen. Also immer vergleichen, bevor Sie überhaupt physische Ware kaufen. Nützliche Informationen, Kontakt, ja, da stehen noch Informationen, welchen Broker können Sie arbeiten, Broker in der Schweiz, paar Charts, Informationen zu Goldaktien von Experten, Diskussionsforum, COCA, bei Fragen, Zustellungsproblemen, Rückfragen, Anregungen, rufen Sie mich einfach an. Sobald ich Zeit habe, werde ich mich bei Ihnen melden oder schicken Sie mir eine Mail. Ja, ich bedanke mich mal ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn Ihnen das Video soweit gefallen hat. Vielleicht die Glocke betätigen, damit Sie sofort über neue Videos informiert werden. Like-Button betätigen, damit auch anderen, der Algorithmus, der arbeitet so, damit das Video dann auch anderen potenziell Interessierten vorgeschlagen wird. Also nochmal besten Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.